Hallo und willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Falls ihr schon ein paar Videos von mir gesehen habt, man sieht mich meistens auf dem Fahrrad oder ums Fahrrad rum. Mit dieser Serie möchte ich euch durch meine persönliche Erfahrung des Baus eines eigenen Fahrrads und mit dem verbundenen Bau der benötigten Maschinen führen. Das heißt, ein Kumpel und ich, der Simon, den werdet ihr ja noch kennenlernen. Wir haben uns vorgenommen, dass wir ein eigenes Fahrrad bauen. Und zwar, ja, durch Corona ist halt einfach nicht viel mit Rennen fahren und Reisen, das was wir sonst so liebend gerne tun. Von daher dachten wir haben diesen wunderschönen Kellerraum, wir kaufen uns die Maschinen und wir bauen uns ein eigenes Fahrrad. Um sich ein eigenes Fahrrad zu bauen, hört viel mehr dazu, als einfach nur ein paar Rohre zusammen zu brutzeln. Das bedeutet, wir brauchen eine Fräsmaschine, wir brauchen eine Drehbank, wir brauchen eine Metallsäge, wir brauchen ein Schweißgerät. Und hiermit möchte ich, dass ihr uns dabei begleiten könnt, wie wir quasi uns hier weiterentwickeln, unsere Fehler zeigen, die wir machen, dass falls irgendwer das selbst machen möchte, die ganzen Fehler nicht machen muss. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an, indem ich euch ein paar von meinen Maschinen zeige und dann werde ich heute ja ein, zwei Kleinigkeiten machen, irgendwie gerade noch eine Maschine ein bisschen vorbereiten. So, genug gelabert. Das hier ist die gute Paulimod C2 Drehmaschine. Die hat eine Spannweite von 400 mm. Ja, natürlich wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, sich so ein altes Industriemoped zu besorgen, was riesengroß ist und vielleicht auch ein bisschen mehr Spannweite hat und ein bisschen mehr Kraft. Aber da wir hier im Keller sind und wir auch erstmal damit warm werden müssen, haben wir uns hierfür entschieden. Das ist eine super coole Maschine. Dazu werde ich euch auch ein paar Sachen einblenden und zeigen, wenn das Ding mal läuft. Die Paulimod Fräsmaschine X2P. Das ist eine Sieg-Maschine, das ist ein asiatischer Hersteller. Diese Maschinen gibt es unter ganz vielen verschiedenen Namen, Farben, Formen. Ist eine super coole Variante, um einzusteigen, und wir haben uns für diese Maschine entschieden, weil sie preislich in unserem Bereich ist. Von der Größe her für die meisten Sachen reicht, die wir vorhaben. Und wie man sieht, ist die Maschine nagelneu und schon außer Funktion, denn wir werden diese Maschine auf CNC umrüsten. Oh mein Gott! Wow! Das bedeutet, die Maschine wird komplett elektronisch laufen, mit einem Computer verbunden sein und dann unsere schönen Sachen für das Fahrrad und auch für die ganzen Messgeräte für das Fahrrad herstellen. Und genau, da werde ich auch eine Videoserie drüber machen, wie wir diese Maschine umbauen werden. Hier ist der Tisch, den haben wir geschweißt. Das war eigentlich schon mal unsere erste Schweißübung. Das Schweißgerät steht da gehen wir auch mal gleich drauf ein. Und genau, den Tisch, zum Glück hat der Simon einen Freund, der ist Metallbauer, der hat uns das Metall besorgt, und dann haben wir diesen geilen Tisch hier schon gebrutzelt. Der Tisch bekommt gleich noch ein paar Füße, das werde ich heute in dem Video auf jeden Fall mal bearbeiten und euch zeigen. Da habe ich ein paar coole Sachen mit meinem 3D-Drucker gemacht, der steht oben in der Bude, werde ich euch auch mal ein Video von zeigen. Super cooles Gerät, wird uns vieles einfacher machen in unserem Projekt. Da kommt auf jeden Fall später die Fräsmaschine drauf. Dieses Gerät, die stand hier im Keller, und ich dachte, bevor wir 300-400 Euro ausgeben, um uns eine Metallbandsäge oder Metallsäge, wie auch immer, zu besorgen, habe ich mir hier bei einem Spezialisten in Trier 2 Metallsägeblätter besorgt und habe es schon mal probiert. Funktioniert ganz gut. Wir werden hier noch ein, zwei Modifikationen machen über die Zeit. Die Spannfeder arbeitet nicht mehr so richtig, aber das machen wir, und vielleicht tun wir auch ein ganz kurzes Video da ein bisschen beimachen, dass man das mal sehen kann, dass man halt auch mit einer, sage ich jetzt mal, Standardmaschine ein paar coole Sachen machen kann. Das ist eine Maschine aus dem Baumarkt, glaube ich, die hat mein Opa wahrscheinlich vor 20 Jahren mal gekauft. Super cooles Ding, da bin ich dem auf jeden Fall dankbar für, dass das hier vergraben war. So, hier ist unser Schweißgerät.
Das ist ein WIG-Schweißgerät, im Englischen nennt man das Ganze TIG, also ein Wolfram Inert Gas oder auch Tungsten Inert Gas. Ich komme eigentlich aus dem Karosseriebau und Autolackierer, habe viel mit MIG-Schweißgeräten gearbeitet. Hier, das ist was Neues für mich. Ich habe schon ein paar Testsachen gemacht, hier bei dem Tisch, der hier hinter mir steht. Es macht super viel Spaß, ist eine echt geile Sache. Man muss üben, man muss Zeit damit verbringen, aber ich glaube, das Ergebnis ist ganz cool. Jetzt labere ich mal nicht weiter, ich zeige euch mal die geile Maschine hier. Ja, das ist ein gutes WIG-Gerät von der Firma. Ja, jetzt habe ich den Namen fast vergessen. Wie heißen sie gleich? Kraft. Ja, schmeiß mich da weg. Warte mal, ich muss mal hier gerade gucken, wie diese Firma heißt. Ja. Das hier ist keine Werbung. Die Firma nennt sich Stahlwerk. Die kommen lustigerweise auch bei mir um die Ecke. Jeder, der von euch mit so einem Kram arbeitet, der kennt die vielleicht. An sich labeln die China-Geräte aber die haben halt eine super geile Garantie. Und ich habe ein paar Schweißer, die Freunde, die aktiv mit sowas arbeiten, stundenlang, die sagten, das wäre super. Demnach, nach der Empfehlung habe ich sie mir gekauft. Ich bin bis jetzt super zufrieden damit. Das Gerät kann kein Alu schweißen. Das werde ich vielleicht irgendwann noch bereuen, wenn ich mal irgendwann einen richtigen Temperofen habe. So, ich hatte glücklicherweise noch diesen Tisch hier. Das ist irgend so ein alter Maschinentisch. Darunter ist auch noch ein Motor, wo Simon und ich überlegen, dass wir uns daraus einen Bandschleifer bauen. Was ich jetzt machen werde, ich werde das Ding einmal befestigen. Die ist nämlich noch nicht befestigt. Wenn die fest ist, werden wir vielleicht schon mal ein bisschen was probieren zu drehen. Ich muss nämlich ein paar Muttern abdrehen, die später an die Füße für den Maschinentisch kommen. Und genau, damit starten wir jetzt einfach mal. Maschine ist fest am Tisch. Jetzt ist der Tisch natürlich noch eine wackelige Angelegenheit. Das liegt natürlich auch an dem Boden in dem alten Gewölbekeller. Für den Tisch werde ich mir auch noch was überlegen. Das heißt, der hat hier so Löcher drin und dann werden wir auch irgendwelche Füße machen. Apropos Füße, ich zeige euch mal, was ich mit dem Metalltisch vorhabe. Und das würde ich jetzt mal durchgehen und dann können wir gucken, ob wir das heute schon fertig bekommen und im Video komplett verarbeitet bekommen. Das ist auf jeden Fall Le Drehbank. Ich bin richtig gespannt, damit mal loszulegen. So, der Plan für den Tisch und die Füße von dem Tisch. Also was wir uns gedacht haben ist, ja, wir haben halt Vibrationen und klar, wir hätten einfach in den Baumarkt gehen können und irgendwelche Füße kaufen können. Aber ich dachte, ich modelliere schnell was und lasse meinen 3D-Drucker ein bisschen was arbeiten. Der hat jetzt übrigens eine Webcam, bald gibt es da auch so schöne Zeitraffer, die kommen demnächst. Genau, und was ich gemacht habe, ist einfach aus TPU, also aus einem weichen Material, habe ich solche Füße gebaut, die zeige ich euch jetzt im Close-Up. Die sind innen komplett ausgefüllt und so diese Außenwände sind halt leer, sodass sie irgendwie einigermaßen weich sind und ein bisschen Vibration abnehmen. Genau, der Plan ist, diese Füße dann im Endeffekt in den Tisch einfach ein Loch reinzubohren, eine Mutter festzuschweißen, die Gewindestange hier so passend abzuschneiden. Ne? Dann habe ich hier unten Platz, um eine Mutter reinzusetzen, wo ich eben schon erwähnt habe, dass ich die wahrscheinlich kürzen muss, weil ich im Baumarkt war durch Zufall und die Maße nur im Kopf hatte und mich vertan habe. Shame on me. Aber wie auch immer. Hier kommen die Muttern drauf, hier oben konter ich das mit einer Mutter und dann kann ich dieses Stück in der passenden Länge gekürzt, kann ich das in den Tisch einschrauben an den 6 Füßen und habe mir selbst ein paar Füße gebaut.
Jo, da sind die guten Füße. Die Gewindestange, die Füße und die Muttern. Und dann ergibt das Ganze später einen fertigen Fuß. Gut, bauen wir mal den ersten zusammen. Wir schauen mal, wie viel stehen mir diese Muttern hier über, damit ich weiß, wie viel muss ich diesen Muttern später an der Drehbank abarbeiten. Also 2,6 mm muss ich da schon abnehmen. Das ist aber kein Hindernis, dafür gibt es Lösungen und ich würde sagen, die Lösung gehen wir jetzt an. So. Jetzt schneiden wir uns auf der Säge die Gewindestange weiter zu, damit wir 6 von diesen Füßen haben. Ich habe mir das Ganze ausgemessen. 10 mm habe ich, das heißt 10 cm möchte ich haben. Dann passt das perfekt in den Fuß und ich habe noch 4-5 cm, die ich später in den Tisch reinschrauben kann. Das heißt, ich säge mal das erste Stück ab. So. Der erste Fuß ist fertig. Man sieht die abgedrehte Mutter. Jetzt passt das Ganze schön. Demnächst einfach besser ausmessen, aber so konnte ich wenigstens mit einem leichten Werkstück das erste Mal meine Drehbank testen. Das mal angesenkt. Okay, nächstes Mal bin ich schlauer und ich bohre das vor, bevor ich die einschweiße. Aber sind wir alles ein erstes Mal. $75 later. Jetzt machen wir das nur ganz kurz blank, dass ich schweißen kann. Und dann habe ich mir überlegt, die Muttern, die haben ja so ein bisschen eine Phase an der Kante. Die werde ich jetzt wahrscheinlich auch noch mal ganz kurz in die Drehbank spannen und nur diese Phase wegdrehen, dass sie hier wirklich flach aufliegen. Und dann tue ich die 6 verschweißen und dann sind wir eigentlich fertig. Dann bereiten wir das mal vor. Ich habe die Muttern abgedreht. Bin relativ happy damit, wie die Muttern liegen. Habe hier ein paar neue Schweißstäbe, die habe ich noch nie benutzt. Bin ich mal gespannt, wie die so performen. So. Masse habe ich schon dran. Ich habe mir jetzt wieder hier die Düsen vorbereitet. Die Nadeln. Entschuldigung. Die erste habe ich fest. Ich werde das Ganze jetzt an den anderen machen. Ja, generell, ich bin relativ neu zum Wegschweißen, auch zum Drehen und auch zu vielen anderen.
Deswegen, wenn irgendwer irgendwelche Anmerkungen hat, lasst es mich einfach wissen. Ich bin völlig offen für alles, was mir in dem, was ich hier vorhabe, hilft und was mich weiterbringt. Genau, genug gelabert. Kurz mal die letzten Dinger fest und dann haben wir es bald geschafft für heute. Also ihr, ich muss den Kram ja nur zusammenschneiden. So, stelle ich sie mal auf 0 und dann ist der Plan, den später in den Raum zu stellen, wo später dann die CNC-Fräse hier drauf montiert wird und dann können wir den halt ausrichten, wenn er jetzt gleich da steht. Das werde ich aber erst machen, wenn wir weiterkommen und der Raum soweit fertig ist. Wir verlegen da noch ein bisschen Licht rein, ein bisschen Strom und all so ein Kram und genau. Dann packen wir jetzt noch meine neue Akkuflex aus und dann ist aber Feierabend für das erste Video. So, ich habe mir hier einen kleinen Kindheitstraum erfüllt. Und zwar habe ich mir eine Akkuflex gekauft, passend zu meinem Makita Akku Bore. Und packen wir den Moment mal aus. So, und da ist das schwere Teil. Ich habe mir fast so eine billige gekauft, aber ja, also am Ende geht dann halt doch nichts über eine Makita. Ich meine, oder ein anderes namhaftes Produkt, bevor ich mir diese China-Felgen kaufe. Fühlt sich ein bisschen an wie New Bike Day. Schauen wir mal. Wow. Also ich glaube, das Moped hat da so eine Kupplung mit drin. Super geil, bleibt direkt stehen automatisch. Hat mega viel Kraft, liegt easy in der Hand, so schwer ist sie gar nicht. Finde ich geil. Werde ich auf jeden Fall viel Spaß mit haben, mit meinen neuen Makita-Spielzeugen. Wie wir schon erwähnt haben, wir werden diese Maschine auf CNC umbauen und ich werde jetzt als letztes heute gerade hier was ausmessen an der Baseplate, also an der Hauptplatte, weil das ist ein bisschen anders als bei den meisten CNC-Maschinen, die man so im Internet findet, was die Leute umbauen. Und jetzt muss ich was bemessen, dass ich die Kugelumlaufspindeln mit dem Motor richtig einsetzen kann und wahrscheinlich wird der Motor hier hinten hinkommen und ich werde hier ein Stück ausfräsen bei einem Freund, der schon eine richtige Maschine, eine große CNC hat. Und da werde ich das was ausfräsen und hier Gewinde reinmachen, sodass ich hier eine Plate mit dem Motor dran machen kann. Wenn das später auf den Tisch kommt, haben wir nach hinten raus genug Platz. Genau, das ist das Ding. Und dann überlegen wir noch, ob wir das direkt antreiben mit einer Kupplung oder ob wir einen Riemenantrieb machen. Dann messen wir uns da hier mal ein paar Sachen aus. So, danke übrigens an Subi Performance für diesen wunderschönen Mitu Toyo Messschieber. Okay, wir messen jetzt gerade mal aus, wie hoch ist die Distanz, die wir bemessen hatten. Und wo genau ist der Schlitz quasi.
that's a wrap, würde ich sagen. Erste Video fertig. Drehbank haben wir benutzt, Tisch haben wir gebaut. Nächstes Video werde ich die Fräse ein bisschen in den Fokus nehmen, das heißt das CAD, wie ich das Ganze konstruiere, wie ich mir das vorstelle, was für Teile wir bestellen und vielleicht dann auch schon endgültig, wie wir es in Wirklichkeit zusammenbauen und die ersten Probeläufe mit der Maschine machen. Ja, ich mache das hier, weil es mir einfach Bock macht und weil ich irgendwie Bock habe, meine Erfahrungen bei diesem Projekt zu teilen, und wenn irgendwer von euch in irgendeiner Art mit solchen Maschinen, weiß ich nicht, beruflich, hobbymäßig was zu tun hat und irgendwas weiß, was ich nicht weiß, was ihr auf jeden Fall tut, dann lasst mich das wissen. Ich bin offen für alles und ich bin nicht hier, um irgendwem zu erzählen, so und so geht das. Wie auch immer, hat mir super Spaß gemacht. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat, und abonniert den Kanal, wenn ihr weiter Sachen sehen wollt. Ich würde jetzt noch sagen, so klick hier und klick da, aber das tut's halt nicht, und haut rein.